Ich will sehr deutlich sagen, dass wir durch die Grenzkontrollen und durch unsere Maßnahmen die Zugänge ja schon um 20% begrenzt haben. In den ersten Monaten dieses Jahres sind 20% weniger Geflüchtete über die Grenzen gekommen als in den ersten 5 Monaten des vergangenen Jahres. Und das sind Erfolge, die man auch sehen muss und wo man nicht so tun muss, als wäre nichts geschehen und als würde nichts passieren. Wow, Leute, ich muss euch einfach mal erzählen, was Saskia Esken da wieder verzapft hat. Ich kann es echt nicht fassen, wie diese Frau immer wieder den gleichen Mist von sich gibt. Da fragt man sich wirklich, ob sie überhaupt noch weiß, was sie redet oder ob sie einfach nur immer das Gleiche von sich gibt, um bloß nichts verändern zu müssen. Also, Esken war bei Karen Mioska im Talk und da ging's um den furchtbaren Messeranschlag in Solingen. Ihr wisst schon, bei dem ein Syrer, der eigentlich hätte abgeschoben werden sollen, zuschlug. Und was sagt diese Esken dazu? Nichts. Sie redet einfach mal wieder darüber, dass man aus diesem Anschlag nicht allzu viel lernen könne, weil der Täter ja nicht bekannt war. Wie kann man so wenig Verständnis für die Situation haben? Das ist echt der Gipfel der Ignoranz. Und dann kommt sie mit ihrer üblichen Parteilinie. Anstatt wirklich auf die Probleme einzugehen, verteidigt sie einfach nur die Entscheidung von Nancy Faeser, der Innenministerin. Was ist das für eine Einstellung? Esken kann anscheinend nicht über ihren parteipolitischen Tellerrand hinausblicken. Sie labert dann noch von den wichtigsten Entscheidungen ihrer Partei, als ob das den Terrorismus einfach verschwinden lässt. Was für ein Witz! Wir leben in einem offenen Rechtsstaat, in einer Demokratie, wo es 100%ige Sicherheit nie geben kann. Rechtsstaat zur Verfügung hat. Es ist ganz offenkundig so, dass ein terroristischer Hintergrund da ist, denn der Generalbundesanwalt würde ansonsten nicht die Ermittlungen übernehmen. Und das ist schon ein Hinweis auch darauf, dass wir, wie die Innenministerin ja schon viele Monate jetzt immer wieder deutlich macht, in der Gefahr leben, islamistische Anschläge hier in Deutschland auch erleben zu müssen, abwehren zu können hin und wieder, aber eben auch mit so einer Person, die offenkundig bisher nicht polizeibekannt war und nicht auffällig, eben natürlich auch kaum abgewendet werden kann. Mit allen Mitteln, die wir jetzt gerade diskutieren, mit Videoüberwachung und Durchsuchungen und so weiter und so fort, gibt es keine 100%ige Sicherheit. Und das ist sehr schmerzhaft für unsere Gesellschaft. Das ist schmerzhaft vor allem natürlich für die Opfer, für ihre Angehörigen, für die Verletzten. Darunter auch ein iranischer Geflüchteter, wenn ich es richtig mitbekommen habe, nur leicht verletzt, weil er sich wegducken konnte. Aber es richtet sich ja ganz offenkundig gegen unsere offene, gegen unsere freie Gesellschaft. Und die ganze Gesellschaft ist davon auch betroffen. Mhm. Ich glaube, dass mit der Weiterfinanzierung eines Arbeitskreises nicht Weiterfinanzierung eines Arbeitskreises nicht verbunden ist, dass die Innenministerin und dass vor allem auch die Sicherheitsbehörden sich mit der Thematik und mit der Gefahr des Islamismus auch als Terrorform nicht mehr beschäftigen, sondern im Gegenteil. Wir haben in dieser Legislatur ja Entscheidungen gesehen, wo bisherigen Innenministern die Kraft dazu gefehlt hat, nicht zuletzt das Verbot des Islamischen Zentrums in Hamburg, eine Terrorzentrale, wenn man so will, das Verbot von Samidun und natürlich auch das Betätigungsverbot für die Hamas, waren alles 3 sehr, sehr klare und harte Entscheidungen, die die Innenministerin so getroffen hat. Notwendigerweise, weil wir eben sehen, dass dort eine Radikalisierung weiterhin stattfindet und dass auch eine Bedrohung für unsere Sicherheit eben damit verbunden ist. Das heißt, die Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden ist durchaus da und das ist auch wichtig. Gleichzeitig muss man, und das ist ja in unserer Gesellschaft auch notwendig, sehr deutlich machen, dass Millionen von friedlich hier in unserer Mitte und gemeinsam mit uns lebenden Muslimen damit weder was zu tun haben, noch geschweige denn was damit zu tun haben wollen. Sehr, sehr viele Menschen sind sogar vor dem radikalen Islamismus geflohen, um hier in Deutschland in Sicherheit zu sein. Und beklagen. Und müssen jetzt erleben, ich habe vorher schon angesprochen, der iranische Geflüchtete, der dort verletzt wurde, müssen jetzt erleben, dass auch hier der IS seinen Terror verbreitet. Und da müssen wir ganz klar und sehr hart dagegen halten. Im Übrigen auch sehr engagiert. An vielen Stellen findet auch diese Zusammenarbeit nicht statt, weil wir, wie Herr Kopelke gerade sagte, aus guten Gründen ein Trennungsgebot haben. Dieses Trennungsgebot hat eben auch zur Folge, dass der Verfassungsschutz nicht direkt die Polizeibehörden informieren darf. Wir haben
2 Erfahrungen in Deutschland gemacht, mit Nazi-Deutschland und auch mit der DDR, wo so eine Trennung nicht vorhanden war und wir wissen, welche Folgen es hatte. Und deswegen glaube ich, tun wir gut dran, diese Trennung aufrechtzuerhalten. Der Ringtausch zwischen den verschiedenen Geheimdiensten, befreundeten Geheimdiensten, ist ein übliches Verfahren. Aber Sie haben zu wenig Befugnisse. Und das hat er eben auch kritisiert. Und auch wir können Erkenntnisse, die wir haben, an andere weitergeben und das tun wir auch. Was lernen Sie regelmäßig. aus so einem Anschlag, was jetzt geändert werden muss? Für die Befugnisse der Polizei. Gerade aus diesem Anschlag lässt sich, glaube ich, nicht allzu viel lernen, weil der Täter ja offenkundig nicht polizeibekannt war, insofern auch nicht unter Beobachtung stand. Und die Gesamtbevölkerung von weit über 80 Millionen unter Dauerbeobachtung zu stellen, das ist, glaube ich, was wir uns sehr gut überlegen sollten. Wir sollten unsere Freiheit nicht zugunsten von Sicherheit aufgeben und das werden wir auch nicht tun. Das ist nämlich genau das, was der Islamismus auch erreichen will mit diesen Anschlägen. So eine Verunsicherung in unserer Gesellschaft streuen, dass wir unsere Freiheitsrechte aufgeben. Das werden wir nicht tun. Aber ganz klar müssen wir alle Erkenntnisse, die wir haben könnten, und vieles von dem, was wir dort erleben, wird ja im offenen Internet kommuniziert. Nur sind wir natürlich nicht ständig da, um dort jedem auf die Finger zu gucken. Wenn wir all das auch tatsächlich auswerten könnten, dann wären wir wesentlich weiter. Dann beginnen wir doch und da sind die Provider eben, da sind eben die Internetprovider in der Pflicht. Und wir haben mit dem Digital Services Act ja ein wichtiges europäisches Gesetz geschaffen, wo die auch in die Pflicht genommen werden. Aber die Umsetzungsstrukturen in Deutschland sind leider noch nicht gut genug. Und da müssen wir jetzt wirklich voranschreiten, dass die Anbieter von Telegram und von Facebook und von Instagram und so weiter eben auch wirklich in die Pflicht genommen werden, solche Vorgänge auch mit zu verfolgen. Und wie kriegen Sie die dazu? Es gibt die These, dass es kein Verbrechen gibt auf der Welt, das nicht in Telegram koordiniert wird. Ja, wie verpflichten Sie diese sozialen Dienste, diese Dinge zu melden und das zu unterbinden? Ja, mit Hilfe des Digital Services Act, der sie ja auch ganz klar dazu verpflichtet. Wir haben ja als Deutschland übrigens schon in Zeiten der Großen Koalition mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das wo sehr viel auch kritisiert wurde, genau das getan. Wir haben die Anbieter, die Plattformen dazu verpflichtet, zumindest bei Kenntnis von solchen Inhalten. Und da haben wir dann Meldewege aufgemacht, damit eben Nutzerinnen und Nutzer auch sagen können, guckt mal hin, hier passiert dieses oder jenes, dass sie dann auch vorgehen müssen. Am Ende dann mit der zweiten Stufe auch so, dass tatsächlich direkt eine Anzeige hat erfolgen müssen. Und das ist der richtige Weg. Und da müssen wir auch weitermachen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass insbesondere die Messenger und insbesondere Telegram sich dem entziehen. Also wie realistisch sind Forderungen, die natürlich nach solchen Vorfällen und Ereignissen immer sofort reflexartig von der Politik gestellt werden? Nehmen Sie die ausgestreckte Hand von Herrn Merz und sagen, da können wir drüber sprechen. Das ist ja mittlerweile auch Common Sense in der SPD, dass Afghanen und Syrer, die straffällig geworden sind, nach Afghanistan und nach Syrien abgeschoben werden. Auch das weiß man nicht, wie das dann in der Praxis gehen soll. Aber jetzt möchte er auch noch, dass es einen Aufnahmestopp hineingibt ins Land. Machen Sie da mit. Jetzt lassen Sie mich zunächst mal sagen, dass der erste Migrationspakt nicht etwa gescheitert ist, sondern umgesetzt wurde. Dass sieht Herr Merz anders. Dass diese Regierung sehr viel, ja, das weiß ich wohl, aber ich möchte trotzdem drüber reden. Auch Herrn Reul, der sagt, man müsse nicht drüber reden, sondern was tun. Diese Regierung hat sehr viel getan. Wir haben das Rückführungspaket, über das Herr Pelke bereits gesprochen hat. Wir haben den Abschiebegewahrsam wesentlich ausgeweitet und eben die Zugangsrechte für die Polizei in den Flüchtlingsunterkünften verstärkt. Und wir haben vor allem Migrationsabkommen auch mit Herkunftsländern geschlossen, die jetzt es möglich machen, dass eben auch wirklich Abschiebungen stattfinden in Länder, wo bisher eine ablehnende Haltung gegenüber der Rücknahme von Straftätern insbesondere natürlich bestanden hat. Das geht voran, weil Herr Stamp und weil die Regierung und weil Nancy Faeser es auch vorantreibt. Wir haben das GEAS. Mögen Sie etwas zu den Forderungen von Herrn Merz sagen? Ich sage gerne gleich was dazu.
Ich will sehr deutlich sagen, dass wir durch die Grenzkontrollen und durch unsere Maßnahmen die Zugänge ja schon um 20% begrenzt haben. In den ersten Monaten dieses Jahres sind 20% weniger Geflüchtete über die Grenzen gekommen als in den ersten 5 Monaten des vergangenen Jahres. Und das sind Erfolge, die man auch sehen muss und wo man nicht so tun muss, als wäre nichts geschehen und als würde nichts passieren. Und jetzt kommen wir zu den Vorschlägen von Herrn Merz. Es ist ganz klar, zum einen, dass wir eine Verfassung haben, die dem ganz klar entgegensteht, und eine verfassungsändernde Mehrheit für solche Ideen sehe ich auch nicht. Und gleichzeitig müssen wir doch deutlich machen, ich habe es vorher schon versucht zu sagen, sehr viele von der Million Syrerinnen und Syrer, die mittlerweile hier in Deutschland leben, sind auf der Flucht vor dem radikalen Islam nach Deutschland gekommen und wähnen sich hier in Sicherheit, hoffen hier in Sicherheit zu sein. Und wir können doch ganz klar nicht Menschen, die von so einer Bedrohung auch betroffen sind, das Asylrecht verweigern. Das können wir nicht tun. Und deswegen ist ganz klar, dass so eine Art von Aufnahmestopp nicht denkbar ist, mit unseren Gesetzen auch nicht vereinbar ist, nicht mit der Europäischen Flüchtlingskonvention, nicht mit unserer Verfassung, dass wir aber es möglich machen müssen, dass schwere Straftäter und eben auch islamistische Gefährder in diese Länder abgeschoben werden können. Und da ist die Innenministerin auch dran, das zu ermöglichen. Das ist kompliziert, das stimmt, insbesondere im Fall von Afghanistan, weil wir nicht mit den Taliban verhandeln können, sondern das über Umwege möglich machen müssen. Aber es muss möglich sein. Das haben wir nach dem Attentat in Mannheim sehr deutlich gesagt, und das wird auch umgesetzt werden. Also es ist ein vergiftetes Angebot zur Zusammenarbeit von Herrn Merz. Insbesondere dann, wenn er auch bei anderen Themen vorschlägt, die Abstimmung aufzumachen und also im Bundestag die Bindung an die Fraktionen, an die Koalition aufzuheben, dann ist es auch ein Vorschlag, die Koalition zu brechen, und das werden wir sicher nicht tun. Gleichzeitig muss man vielleicht auch selbstkritisch mal und nachdenklich werden angesichts solcher Taten, über die wir heute Abend reden, angesichts der Wahlen, die anstehen, und angesichts auch der Umfragewerte. Die SPD droht mit Pech aus den Landtagen in Thüringen und Sachsen zu fliegen. Wenn sie, so würde das Herr Merz argumentieren, in der Migrationsfrage nicht sich bewegen und nicht deutlich spürbarer, restriktiver werden, dann fliegen sie da raus. Ist das eine These, bei der Sie mit? Aber Tatsache ist doch, dass wir uns bewegt haben. Das ja mit dem Rückführungsabkommen scheinen die Wählerinnen und Wähler nicht so zu sehen oder zu mit dem Rückführungsabkommen und mit den Grenzkontrollen, die ja im Übrigen keine geschlossenen Schlagbäume darstellen, sondern auch die grüne Grenze mit beinhalten, dass wir damit auch wesentliche Erfolge erzielen, dass wir auch mit den Migrationsabkommen und dass wir vor allem natürlich auch mit dem gemeinsamen europäischen System Erfolge erzielen werden. Das heißt also, wir sind nicht untätig. Wir haben auch Beschlüsse gefasst, die hätten wir, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren in der Großen Koalition so nicht fassen können. Und sind nicht untätig. Und wir machen diese Politik auch nicht, um Zustimmung zu bekommen bei Wahlen, sondern weil sie eben richtig ist, weil sie notwendig ist und weil wir ganz klar sehen müssen, dass wir wieder Kontrolle auch erlangen müssen über die Frage, wer kommt nach Deutschland. Mhm. Aber das ist noch nicht alles. Als es um die Vorschläge von Friedrich Merz ging, der unter anderem einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan gefordert hat, kommt Esken mit dem verfassungsrechtlichen Argument. Klar, das ist wichtig, aber kann man das nicht mal anders diskutieren? Ihre ganze Argumentation wirkt wie ein stumpfes Schwert, das immer wieder dieselbe Floskel auspackt, ohne wirklich auf die Herausforderungen einzugehen. Und die Krönung, als Jochen Kupelke, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, die Ressourcenprobleme und den extremen Datenschutz ansprach, reagierte Esken nur mit einer allgemeinen Referenz auf den Digital Services Act und räumte ein, dass die Umsetzung in Deutschland noch nicht gut genug sei. Ernsthaft? Wie wäre es mal mit konkreten Vorschlägen, anstatt immer nur auf allgemeine Gesetze zu verweisen, die dann sowieso nicht richtig umgesetzt werden? Esken hat echt keinen Plan, was auf der Welt vor sich geht. Ihre ständigen Rückgriffe auf historische Vergleiche und das Verteidigen ihrer Partei statt echte Lösungen zu finden, sind einfach nur frustrierend. Es wird echt Zeit, dass sie aus ihrem politischen Elfenbeinturm herunterkommt und sich ernsthaft mit den Problemen auseinandersetzt, statt ständig mit den immer gleichen Floskeln um sich zu werfen.